Doch. Genau. Ihr dürft auf eurer Matte zum Stehen kommen. Eine Beinlänge Abstand zwischen den Beinen. Und dann kommt auch gleich die Neuerung zum Tragen. Für euch, die ihr online mit mir seid. Die live bei mir schon mitgeübt haben, haben das schon manchmal erlebt. When I start translating the whole thing into the English language as well. So we're going to start with a hip width, no, actually one leg apart, feet one leg apart, bending the knees. Und also wir gehen in die Knie und schaut, dass ihr bequem steht. Dass die Knie über den Knöcheln sind. You want to align your knees above your ankles. Ihr wollt nicht ins Hohlkreuz fallen. Align your spine, especially the lower back. Und fangt an, euch aufzurichten. Wirklich hier in der Wirbelsäule. Start to align your back, really straighten it out. Schultern nach oben, hinten und unten. Shoulders up, back and down. Und dann dürft ihr anfangen zu lächeln. Maybe you want to put a smile on your face. Genau. Die Hände erstmal vom Herzen zusammen. Bring the hands in front of your heart. And for a moment close your eyes. Schließt die Augen und kommt erstmal an. Ein, zwei Atemzüge. Just breathe. For 1, 2 breaths. Und dann open your eyes. Und dann öffnet die Augen. Und nehmt die Hände zusammen. Bringt die Fingerrücken aneinander. Und findet hier so 3 Finger breit unterhalb dem Bauchnabel. Unterhalb des Bauchnabels den Punkt. You bring the back of your fingers together. And then push inside your belly. About 3 fingers down underneath the belly button. Und dann stellt ihr euch vor, dass ihr den Punkt in der Mitte, dort wo die Wirbelsäule entlang läuft, nicht diesen Tantien, oder wie auch immer man den wirklich richtig aussprechen mag, hat mir nie jemand beigebracht. And then you wanna move your focus inside the body, inside the energetic line, and find that point that's called Tantien, or however you want to pronounce it correctly. Und das ist der Punkt, der uns mit der Erde verbindet. Also stell dir vor, dass du von diesem Punkt in deiner Mitte des Körpers, in deinem Unterbauch, wirklich hier Wurzeln nach unten steckst. And this area is the area that connects us to the earth. It's where our unique sound is located. Also hier haben wir wirklich diesen einzigartigen Klang, den jeder von uns in sich trägt. Der ist hier lokalisiert und der verbindet uns mit der Erde. Dann beginn wieder zu atmen. Und wenn du merkst, dass die Beine anfangen zu zittern oder es ein bisschen unbequem wird, dann weißt du, dass du wahrscheinlich nicht so eine gute Erdung hast. In case it starts to become uncomfortable, just keep breathing, and maybe if your legs start shaking or it's kind of very, very uncomfortable, you know that you might want to focus a little bit more on earthing and grounding down into earth. Und dann haltet eine Hand, egal welche, hier unten und bring die andere Hand wirklich mit den Fingern wieder so hier oben, wo das Brustbein ist, dass du den Sitz der Seele, wirklich hier, du wanderst mit der Aufmerksamkeit wieder nach innen, in die Körpermitte, zum Herz, dieses auch spirituelle Herz, wirklich da nach innen und damit Verbindung aufnimmst. And then you take one hand, it doesn't matter which one you take, you keep the fingers as you have them and you find the chest bone or the area in your spiritual heart and just connect towards the inside of your body and connect to the seat of your soul, which is located up here. So the seat that connects you to the earth, seat of your soul, connecting both. Also ihr verbindet jetzt das, was euch mit der Erde verbindet, ihr verbindet euch das, was euch mit eurer Seelenqualität verbindet. Deswegen sagen wir auch immer, folge deinem Herzen. And because this is the seat of the soul, that's why we're always talking about following your heart. Also, follow your soul. Also, folgt deiner Seele. Im
Herzen folgen heißt deiner Seele folgen. Und deine Seele ist mit was verbunden, was größer ist als du, wie auch immer du es nennen magst, das Leben, das Universum, Gott, das Göttliche. Your soul is connected to something that's way bigger than you. It doesn't matter what you call it. God, the universe, life, whatever suits you. Lass den Atem fließen. Keep breathing. Und erlaube es dem Gefühl durch den Körper zu fließen, egal was es sein mag, angenehm, unangenehm, es ist nur ein Gefühl. Keep breathing and allow whatever you're feeling, whatever you're noticing in your body, just to flow through. It doesn't matter what you feel. Good or bad, it's just a feeling space. You allow it to flow through with your breath. It can move. Also wirklich dieses Gefühl einfach fließen lassen. Wenn du den Atem fließen lässt, kann auch das Gefühl fließen. Und jetzt verändern wir die Haltung der Hände. Die untere Hand, Fingerspitzen zeigen nach unten, sodass du wirklich diese Erdung der energetischen Mittellinie in deinem Körper nach unten wirklich darstellst. Und die obere Hand zeigt nach oben. Now we're changing the position of our heart. We're changing our fingers of the lower hand to face downward, with the upper hand to face upward. So we're kind of letting them show us how the energetic middle line of our body is moving down into the earth and up into the sky. Genau. Guck nochmal, ob du wirklich bequem stehst. Maybe you want to check if you're still comfortable, if you're still not like moving into the crooked back. Genau. Also Hohlkreuz ist immer so ein Zeichen, dass man hier unten blockiert, also gerne nochmal das Becken kippen. Und dann beginnen wir, die obere Hand nach oben wandern zu lassen, bis wir hier so oberhalb des Kopfes, oberhalb des Scheitelpunkts so einen Punkt, der uns wirklich nach oben verbindet, durchstoßen. And then we're moving the upper hand towards the top of our head and move towards that point that connects us up there to something that's bigger than us. Also spür diese energetische Mittellinie hier unten nach unten in die Erde geerdet, nach oben in den Himmel, etwas, was größer ist als wir, geankert. Und dann du mit deiner individuellen Seelenqualität, die nur du hast, kein anderer, hier in der Mitte im Sitz deiner Seele. So begin to feel the energetic alignment of being grounded into earth, rooted up into the sky, into the heavens, something that's bigger than us. And you as an individual soul, right in the middle with your unique individual qualities. Und dann atme ganz tief ein und aus and keep breathing in and out. Und genieß dieses Gefühl. Simply enjoy being here, being you, being perfect. Also genieß wirklich den Atem, genieß es, hier zu sein, genau richtig wie du bist, mit zitternden Beinen oder Herausforderungen oder komplett entspannt. Und dann beginnst du langsam die obere Hand wieder vors Herz zurückzuführen. And then simply lower the upper hand down towards your heart area. Und dann bringst du die untere Hand zur Hand, die auf der Herzhöhe sitzt. And then bring the lower hand up, meeting the hand that's resting in front of your heart. Connect to your soul. Verbinde dich mit deiner Seelenqualität und spür, dass du wirklich du, wie du bist. Eine Verbindung zwischen Erde und Himmel bist. Wirklich hier so von oben unten hier. Und in einer einzigartigen, ganz individuellen Qualität du das verkörperst. Was deine Seelenqualität ausmacht. So you are a unique connection between the earth and the skies, the heavens. This brings your soul quality out into embodiment, into manifestation. So your way of being, moving throughout the world. Genau. Und jetzt kommt der etwas schwierige Part, also der schwierige Anteil. Jetzt versuchen wir aus dieser Haltung rauszukommen
ohne komplett diese innere energetische Ausrichtung, also das, was man nicht sehen kann, was man aber immer spüren kann, wenn man irgendwann die Feinfühligkeit entwickelt hat, wirklich das beizubehalten, ohne es zu verlieren. And now there comes the tricky part. We want to keep that energetic alignment that we just established while moving our physical, our outer body into a different position. Also lass dir Zeit, take your time, bleib beim Atem, keep breathing. Und dann kannst du langsam die Beine strecken, gently straighten your legs. Und dann langsam erst die Zehen und dann die Fersen nach innen wandern. Und dann gently move your feet towards each other. Bis du einen hüftbreiten Stand hast. Feet hip width apart. Und dann spür deine Ausrichtung. Und dann notice your alignment. Spür, wie du aus dem Becken in die Erde verbunden bist, aus dem Herzen in den Himmel. Wie beides sich über deine einzigartige Qualität in deiner Körpermitte wirklich verbindet. Genau. And then notice the connection from your lower belly into the earth, from your heart into the heavens. And then notice that you bring both together in your midriff area. Und die Hände nochmal vom Herzen zusammen. Bring the hands in front of your heart. Schließ die Augen, close your eyes. Und dann spür nach. Simply breathe. Notice whatever you are feeling. Atme einfach weiter und spür, wie du dich jetzt hier fühlst. Wenn du die Augen öffnest und die Hände sinken lässt, dann nimm wirklich dieses Gefühl mit in die Yogastunde. And when you begin to open your eyes and lower your hands, take this feeling of uniqueness into the whole yoga class. Lass dir Zeit, take your time. Und dann finden wir wieder einen Stand, ungefähr eine Beinlänge Abstand. Gently spread your legs about one leg length apart. Beug die Knie. Knie wieder über den Knöchel. Achte darauf, dass dein unterer Rücken schön ausgerichtet bleibt. Gently bend your knees. Bring your knees on top of your ankles. Pay attention that your lower back doesn't move backward. It's aligned. Du kannst jetzt die Hände entweder in die Hüfte legen, hier, wenn sich das gut anfühlt und so ein bisschen sinnlicher machen, oder du kannst die Ellenbogen anwinkeln und die Handgelenke anwinkeln und hier so ein bisschen den Tyrannosaurus Rex nachahmen, aber bitte entspannte Handgelenke. You have two positions that you can take with your arms. You can either bring your hands into the middle of your hips, here on top of your hips, or you can bend your elbows and bend your wrists and keep the wrists really gentle and relaxed. So choose whatever is right for you, was auch immer sich gut anfühlt. Finde das jetzt für dich. Und dann beginn im Uhrzeigersinn, um die Hüften zu rotieren. And then take your time and gently begin to rotate your hips in a clockwise direction. Verlier den Atem nicht, sondern behalte ihn bei und spür wirklich, wie die Füße aus dem Becken Erdung finden. Also wirklich hier aus dem Becken über deine Beine, über die Füße, rein in die Erde Wurzeln schlagen. Notice that you're grounding down, not only from the bottom of your feet, but your grounding begins really within your lower belly, moves through your legs, through your feet, and you're really rooting down into the earth. And out of that grounding, with those roots into the earth, that's how you begin to move your hips. Also spür wirklich
diese Verbindung zur Erde, diese Wurzeln. Und dann erst, wenn du dich verwurzelt fühlst, dann beginnst du eine Bewegung zu integrieren und wirklich dieses Hüftkreisen mit dem Atem und zu spüren, was auch immer du spürst. Je nachdem, ob wir so ein bisschen im Gefühl festgefroren sind oder verrückte Erfahrungen, also eher unangenehme Erfahrungen gemacht haben, kann es hier ein bisschen verspannt sein. Wenn du es vielleicht ein bisschen übertreibst, kann der untere Rücken ein bisschen wehtun, wenn du deinen Körper gerne überfährst. Einfach mal gucken, ganz wertfrei, ganz liebevoll einfach bemerken. So simply keep rotating your hips and notice if there's any tension, if something is cramping up or if your lower back is hurting a little bit. Might be a sign of just simply overdoing it a little bit and not honoring your body's boundaries. Maybe a sign of not being able to allow the flow of emotions simply to run through you. Genau. Und jetzt noch ein paar Runden. Just a few more rounds. Genieß deinen Körper. Breathe and enjoy your body. Your beautiful body. Und dann wechsel die Seite. Change directions. Counterclockwise now. Gegen den Uhrzeigersinn rotieren. Weiter den Atem fließen lassen. Keep breathing. Und nimm wahr, wie sich der Körper anfühlt, welche Bereiche offen, weit, entspannt sind, welche sich vielleicht verkrampft oder verspannt anfühlen. Und wenn du so Bereiche findest, sei nicht dagegen, wenn du kannst, auch wenn du es vielleicht zu Anfang bist, sondern erlaube es, diesen Bereich wirklich Platz zu bekommen mit dem Atem. Stell dir vor, dass dort Raum entsteht. Atme in diese Bereiche, die unangenehm und verspannt sind. So keep noticing your body's sensations. If you're relaxed or if there's tension in your body. And if possible, if there's an initial being against what you feel, allow that to drop away. And if there's tension in your body, allow those areas to become bigger. Give them space and breathe into them. Noch ein paar Runden. A few more rounds. Entspann deinen Kiefer, entspann die Schultern. Relax your jaw and your shoulders. Und bleib beim Atem. Keep breathing. Die letzten Runden. The last few rounds. Genieß die letzte Runde. Enjoy this last round around your hips. Und dann komm langsam zur Mitte. Gently come back to the middle. Streck die Beine, straighten your legs. Und dann bring die Füße wieder zusammen. Gently move your feet towards each other. Füße hüftbreit, feet hip width apart. Hände vors Herz. Hands in front of your heart. Close your eyes, schließ die Augen. Und spür nach. Simply notice whatever you are feeling. Vielleicht magst du dich wieder daran erinnern, ein kleines Lächeln in dein Gesicht zu setzen. Maybe you want to smile again. Und dann öffne deine Augen und senk die Hände. Open your eyes and allow your hands to sink alongside your body. Und für diesen Augenblick spür einfach diese innere Ausrichtung. Spür, dass jetzt mehr Öffnung, mehr
mehr Flow in deinem Hüft- und Unterbauch und unteren Rückenbereich hineingelangt ist. Spür die Aufrichtigkeit, die möglich ist, wenn du Erdung findest und mehr Flow entsteht. And just for a moment, notice your inner alignment. Notice your grounded features. And notice how it feels when there's more flow in your hips, in your lower belly, and your lower back. Notice if you can straighten your spine a little bit more. Dann bring die Füße hüftweit auseinander. Bring your feet hip width apart. No, actually mat width. Machen breit, sorry. Hände vors Herz. Hands in front of your heart. Schultern entspannt. Mund entspannt. Kiefer entspannt. Shoulders relaxed. Mouth relaxed. Jaw relaxed. Tief einatmen nach oben zum Herzen. Take a deep breath in towards your heart. Und mit der Ausatmung kommt nach unten, beug die Knie. And with out breath you come down, bend your knees. You can stay here for a moment. Du kannst kurz hier bleiben, wenn du möchtest. Die Ellenbogen zwischen den Knien, elbows resting between your knees, hands in front of your heart. Your spine is straight, also wirklich die Hände vom Herzen zusammen. Die Wirbelsäule möchte lang bleiben. Schultern entspannt, Kiefer entspannt. Und die Hüften atmen. Und dann löst die Haltung, dann gently relax and sit down. Und dann setz dich hin. Und dann gehen wir weiter. Streck die Beine aus, straighten your legs. In front of you. Bring die Zehen und die Innenkanten der Füße zusammen. Bring the insides of your feet together. Und streck die Beine aus. Straighten your legs without hyperflexing your knees. Hände neben die Hüften. Und überstrecken bedeutet, also hier, du möchtest die Beine strecken, ohne zu überstrecken. Überstrecken bedeutet, dass du hier dieses Gelenk zu sehr in die andere Richtung beugst. Wenn du jemand bist, der sehr überflexibel ist, dann immer eine Mikrobeuge rein. So, hyperflexing means that you're really bending into the wrong direction and overextending your joints. And then you just wanna bring a micro bend into your knees. Und wenn du überstreckst, hast du die Ferse vom Boden. So overextending means that you lift your sole off the floor. Ballerinas machen das gerne, die sind immer im Überstrecken. Also ist meistens beim Körper nicht so gut. Die haben auch mit 30 meistens kaputte Hüften. So, if you want to try to be a ballerina, maybe you want to rethink that, because the overextending of your joints usually leads to pain and problems in your body. Und dann Länge in die Wirbelsäule, straighten your spine. Du kannst dir hier vorstellen, dass der Scheitelpunkt hier oben wirklich aufgehängt ist und dich hier in den Himmel hinein wirklich hebt, dass es leichter wird, die Wirbelsäule aufzurichten. You can gently imagine that the top of your head is connected to the earth by a string, and it lifts your spine towards the heavens. So it becomes really easy to keep your spine straight and your heart open. Genau. Sehr schön. Und dann gehen wir weiter. Dann darfst du dein rechtes Knie zu dir ranbringen. Bend your right knee into your chest. Immer wenn ich was ranziehe, richte ich die Wirbelsäule nochmal auf. So, straighten my spine. Und dann lässt du das rechte Knie nach rechts zur Seite fallen. And then you allow your right knee to move towards the floor. Und bei jedem von uns sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Everybody has a different body structure, so it looks a little bit different. Wenn dein Knie und dein Oberschenkel nicht wie bei mir einfach plopp zur Seite auf den Boden machen, dann kannst du dir hier was drunter legen. So if your thigh doesn't rest on the floor, it's best to bring something underneath your thigh. So, du kannst einen Block nehmen, Block, Decke, was auch immer du nehmen möchtest. So you can put something underneath that thigh, maybe a block or a blanket, whatever feels better. Ja. Und wichtig ist, dass beide Sitzhöcker am Boden sind, dass hier der Oberschenkel abgelegt ist. So it's important to ground down both sit bones and to have that thigh resting
on top of the earth, on top of a blanket or whatever. Und dann streckst du dieses linke Bein und dann you extend that left leg forward. Du bringst ganz liebevoll deine Zehen näher zu dir ran und you gently bring your toes towards you. Die Hände rechts und links. Hands to the right and to the left of your extended leg. Und du verlängerst die Wirbelsäule, Schultern nach oben, hinten und unten. Straighten your spine, open your heart. Und dann drehst du mit diesem Sitz deiner Seele, also wirklich hier mit dem Brustbein, drehst du in Richtung linkes Knie. You gently take that connection to the seat of your soul and bring it towards your left knee. So your upper body moves towards that. Genau. Gerader Rücken. Und hier guckst du jetzt mit geradem Rücken, wie weit dein Körper nach vorne kommen kann. So here you take your time, you keep your spine straight, and you lower your upper body down, just so far that your spine stays completely straight. Genau. Und wenn du dann den Punkt gefunden hast, wo deine Wirbelsäule noch gerade bleiben kann und wirklich dein Herz offen ist, dann bleibst du hier, du lässt die Hände mit den Handflächen auf dem Boden, Schultern weg von den Ohren und lässt wirklich das Brustbein, also deine Seele, deine Herzensqualität, dieses deinem Herzen folgen, nach vorne, sich verlängern. And when you found the place where your spine is still straight, your heart is still open, you can stay relaxed with your shoulders and your jaw. You rest there, bring the hands down to the floor, relax your shoulders and stay here for a moment. Und dann beginnt wieder zu atmen, spür deinen Körper, spür die Sitzhöcker, spür die Länge in der Wirbelsäule. Manchmal kommt jetzt hier raus, weil man vielleicht Verkrampfungen an der Wirbelsäule entlang hat. And then just keep breathing and notice whatever you notice in your body, the sensations of your body. You might notice some tension in your leg. You might notice some tension around your spine. Und dieses ausgestreckte Bein, der Oberschenkel, möchte ganz aktiv bleiben. Also der rotiert so ein bisschen nach innen, dass das Knie, die Kniescheibe nach oben gezogen wird. And keep that extended leg also really connected by engaging that thigh muscle. So your knee capsule comes up towards your thigh, your hip. Genau. Tief einatmen. Und tief ausatmen. Tief einatmen. Und tief ausatmen. Wir kommen langsam nach oben. Take your time and come up. Geraden Wirbelsäule. Straight spine. Und jetzt verändern wir bleiben in der Haltung, wir verändern sie nur ein bisschen. We stay in this position, in this posture. We just gently, slightly change it up. Wir nehmen uns jetzt einen oder mehrere Blöcke. 1 or 2 blocks, whatever you need. Maybe you need 2. Manche von uns brauchen 2 und 3. Oder wenn wir nicht genügend haben, nehmen wir einfach die Arme. So you just take whatever you need. You might need 1, 2 or more blocks, or if you don't have more than 2 blocks, you can just take your arms, rest your elbows on top of a block and then your forehead inside your hands. Find einfach mal raus, was für dich so der richtige Abstand ist. Take your time and notice how deep your body allows you to go while still keeping your spine straight. Also das ist wieder das gleiche Prinzip, du bleibst mit der Wirbelsäule gerade und das Herz offen. Nur jetzt möchtest du wirklich die Stirn abstellen. So the difference is that your forehead is resting now. The rest is all the same. So kommen wir nochmal nach oben, come up again. Wirbelsäule lang, Schultern nach oben, hinten und unten. Tief einatmen, take a deep breath in, straighten your spine. Und mit einer Ausatmung, komm nach vorne, with an out breath. With an exhale, move forward. And relax. Dann dürft ihr entspannen, während ihr den Atem fließen lasst. Es ist wirklich immer noch die gleiche Haltung, der Oberschenkel vom linken Bein bleibt aktiv. Der Oberschenkel vom rechten Bein ist abgelegt, die Wirbelsäule ist lang, die Schultern, der Kiefer, der Nacken entspannt, dein Gesicht weich.
it's the same position. The only thing that's changed is that your forehead is resting on something. You still keep your left thigh engaged. Your right thigh is resting on something. Your shoulders, your face, your neck. It's relaxed. And you keep breathing and moving deeper into the experience of this position, of this posture, of this asana. Also erlaubst deinem Körper, deinem Erfahren wirklich tiefer zu sinken. Und immer das gleiche Prinzip, wenn etwas unangenehm oder verspannt ist. Stell dir vor, dass dort Platz und Raum entsteht. Und atme hinein. It's always the same mechanic. If you find parts of your body that are full of tension, you don't push against the tension. You allow it to be there. You keep breathing into the tense area and you allow it to become more spacious. So even if something is blocked or tensed up, do not tense up against it. You keep breathing and flowing and allowing it to come back into flow as well. Also wenn du deinen Atem fließen lässt und anstatt dich selber zu verkrampfen, wie hier wirklich was Verkrampftes, was Verspanntes begegnet, dann bringst du mit deinem Atemfluss und mit diesem Entspannen und diesem Loslassen auch wieder mehr Entspannung in diese verspannten Bereiche hinein. Denn Druck, also dagegen sein, erzeugt immer nur Gegendruck. Und wenn ich gegen etwas bin, was unangenehm ist, dann verstärkt es das nur. Wenn ich es annehme und ihm einfach Platz gebe, so zu sein, und auch wenn es sich unangenehm anfühlt, dann kann sich es verändern. Pressure always brings counter pressure. So if there's something tensed up or uncomfortable for you, allow it to be tensed up or uncomfortable. Keep breathing, allow it to be there, accept it. And through that acceptance, it can change. Noch ein paar Atemzüge, wirklich die letzten Atemzüge hier. A few more rounds of breath. Tief einatmen und tief ausatmen. Take a deep breath in. Allow the exhale to deepen even more. Dann komm langsam nach oben. Du kannst die Handflächen nach unten drehen. Die Wirbelsäule bleibt lang und gerade. And then take your time and gently come up. Your spine is straight while you're moving up. Und dann inhale, wirklich mit einer Einatmung nach oben kommen und dann bleib hier. Rest here for a moment. Keep breathing. Bleib im Atem. Egal was passiert, du möchtest immer den Atem fließen lassen. So no matter what happens, you want to keep breathing. Und spür einfach nach dieser Haltung, wie sich dein Körper jetzt anfühlt, wo vielleicht Verspannungen waren, hat sich was verändert. Oder eine Verspannung ist bewusster geworden. And just take this moment to notice if something has changed. If a tense area has relaxed, or if you have become aware of a tense area in your body or mind. Dann bring das rechte Knie nach oben. Take your right knee up towards your body. Streck das Bein aus, extend the leg forward. Und dann gleich auf die andere Seite. Linkes Knie ran. Bend your left knee towards your chest. Wirbelsäule lang, straighten your spine. Und dann lass das linke Knie zur Seite fallen. Allow the left knee to move towards the floor. Und du kannst hier jetzt schon gleich dein Podest aus. Es geht dir nach einem Weg, um einfach liegen lassen. If you want to, you can allow whatever you had
your forehead resting on, you can leave that there unless it's like in your way now. Hier ist das gleiche System. Wir wollen erstmal wieder die Verbindung zur Erde schaffen, also den Sitz, den wir haben, bequem machen. So it's the same procedure as on the other side. We want to start to ground down and make the connection to the earth comfortable. Also wenn dein Knie hier oben in der Luft ist, meistens unangenehm, weil das hier sofort in die Hüfte reinzieht. Also deswegen möchtest du was drunter legen, dann ist es wirklich hier entspannt und kann loslassen in der Leiste. So if it's uncomfortable with your knee up in the air and the thigh somewhere floating about, just bring something underneath your thigh so your hip can really start to relax down. Genau. Das rechte Bein ist jetzt unser ausgestrecktes Bein, so the right leg is extended forward. Verlängern die Wirbelsäule nach oben, wirklich an diesem Scheitelpunkt. Es ist nicht dieses Stock im Arsch Gefühl, sondern es ist dieses okay. Da ist was mich nach oben verlängert, was mich aufrichtet, wenn ich mich nach oben in Richtung Himmel öffne. And it's not just like you have something stuck up your ass, sorry. But it's like lengthening, like growing towards the heavens. By having something lift up the top of your head towards the heavens. And it's like making your spine straighter and lighter. Hände rechts und links vom ausgestreckten Bein. Hands left and right of the extended leg. Und dann fangen wir wieder an zu drehen. And then we begin to gently move your heart towards the right knee now. Wirklich mit dem Herzen zum rechten Knie. Und dann wanderst du nach vorne, sobald es deine Wirbelsäule erlaubt, solange es noch gerade ist, dein Herz noch offen ist, und then we bow forward. As long as your spine is still straight and your heart is open. Du lässt deinen rechten Oberschenkel ganz aktiv nach innen rotieren, also die Vorderseite deines Oberschenkels aktiv. Es zieht die Kniescheibe gleich nach oben, deine Zehen sind sanft rangezogen, die Ferse schiebt nach vorne. And you keep engaged in your right thigh. It's moving towards the middle of your body, so the kneecap can move towards your hip. Hier die linke Hüfte bleibt entspannt und die Wirbelsäule gerade, der Atem tief und gleichmäßig. And you relax your left hip, spine straight, your breath moves really in and out. Wer möchte, kann mal wieder ein bisschen lächeln. If you feel like it, you can start to smile. Makes everything better. Einfach wahrnehmen, was auch immer du gerade wahrnimmst. Dann komm langsam nach oben und dann gently come up. Und dann verändern wir einfach nur wieder dieses kleine bisschen die Haltung, bis die Stirn auf die Blöcke oder was auch immer du als Kissen hattest, kommt. And then we just gently change the posture up and lower our forehead down towards the block or whatever you had your forehead resting on before. Nochmal die Wirbelsäule lang, Schultern nach oben, hinten und unten, das Herz öffnen. Straighten your spine, open your shoulders, up, back, and shoulder blades down towards each other and down towards the back. Heart is open. Und mit diesem offenen Herzen komm langsam nach vorne. And that open heart is what's pulling you forward. And your heart can only be open if your spine is straight. Also nur wenn deine Wirbelsäule wirklich aufrichtig ist, kann auch dein Herz offen sein. Also nur wenn du dich wirklich authentisch und aufrichtig verhältst, kannst du auch offen sein. So it implies to be authentic and living out your true nature. If you want to keep your heart open. Und dann lass dich hier wirklich in die Haltung hineinsinken und verbinde dich mit dem Atem. Entspann den Kiefer, entspann die Schultern.
Und sink richtig in diese Erfahrung hinein. Und wenn du Verspannungen findest, dann gibst du ihnen Platz im Raum. Lass dein Kiefer und die Schultern sich verspannen, wenn du eine Verspannung findest, irgendwo in der Rückseite der Beine oder irgendwo anders, dann versuch loszulassen und wirklich dieser Verspannung, die da ist, Platz zu geben, hineinzuatmen, präsent und im Flow zu bleiben. Then simply keep breathing, noticing your body sensations. If there's any tension that you encounter, any tightness, any shortness, don't tense up against it. Allow your jaw and your shoulders to stay relaxed, your face to stay relaxed, your breath even and free flowing. Whatever tension you might encounter, give it space. Breathe into it. And allow the flow of your breath to bring change. Spann dein Gesicht. Vielleicht möchtest du sanft lächeln. Bleib beim Atem. Keep breathing deeply, evenly. Maybe you want to put a smile on your face and relax deeper into this posture. Erlaube es dir wirklich immer tiefer zu sinken mit dem Atem, mit der Entspannung, die entsteht, wenn du, egal was ist, es annimmst, es akzeptierst, präsent bleibst und atmest. Change can only happen when we accept what is, we stop fighting against it, and just stay present and keep breathing. Ein paar Atemzüge bleiben wir in der Haltung, also vertief den Atem ruhig nochmal. Staying for a few more rounds of breath. So maybe you feel like deepening your breath once more. Maybe you feel like sighing. Du kannst vielleicht auch einfach tief ausatmen und seufzen. Und wirklich alle Anspannung aus Kiefer und Nacken loslassen. Sighing often helps to relax your jaw, your shoulders, and even frustration out of your belly area, if there is any. Und dann komm langsam nach oben, dreh die Handflächen nach unten, gerade Rücken. Gently come up with a straight spine and an inhale. Und dann bleib hier, rest here for a moment and notice. Spür einfach nach. Lass den Atem fließen. Keep breathing in and out. Und dann lösen wir die Haltung auf. Then we change positions again. Jetzt brauchen wir eine Decke. Maybe you want to take a blanket. Ich lasse mal die Blöcke da. Wir brauchen auch Blöcke. So. Du möchtest jetzt eine Decke unter das Gesäß setzen. You want to take a blanket underneath your buttocks. Du kannst mal gucken, wie hoch du es haben möchtest. You just check out whatever feels right for you. So. Für mich ist das jetzt zu hoch. For me that's just a little bit too high.
lasst euch ruhig Zeit. Lieber, man lässt sich Zeit und die Erdung ist dann richtig und bequem. So just take your time, even if it takes a few moments to really find a comfortable earth position. Position that's really connected to the earth. So, that's better. So, das fühlt sich jetzt für mich besser an. Und jetzt wollen wir die Fußsohlen zusammenbringen und die Knie auseinander. So you bring the soles of your feet together and allow your knees to move apart. Das ist ähnlich, wie wir es vorher gemacht hatten. Vorher hatten wir immer nur ein Bein zur Seite gelegt. Und manche von euch merken jetzt, dass die Knie wieder sowas machen, so ziemlich nah an der Nase sind. So if your knees are really, really up there in the air, nehmt euch einfach Blöcke oder vielleicht habt ihr Kissen oder andere Decken und legt sie unter die Oberschenkel. Egal wie viel ihr braucht, ihr wollt wirklich die Oberschenkel unterstützen. So however many blankets, blocks, wherever you need to really have your thighs rest on something, just find that so you can relax. Es ist nämlich ganz wichtig, dass auch hier losgelassen werden kann. Wenn ihr jetzt so Hüften habt wie meine, die gleich plopp machen, dann braucht ihr nichts runter. So if your hips are similar to mine, then you might not need anything because they're already kind of connected to the floor. Finde einfach das, was du brauchst. Das ist wirklich diese Sitzhöcke am Boden, Oberschenkel oder die Beine in Verbindung mit der Erde. So it's just your sit bones connected to whatever you're sitting on and your thighs resting either on the earth or in something that's resting underneath your thighs. Hier, wenn du jemand bist wie ich, dessen Hüften recht leicht aufgehen, dann hast du hier gleich dieses Gefühl, dass du so ein Buch aufmachen kannst. Die Außenkanten sind der Buchrücken und die Innenkanten blättern hier wie so ein Buch auf. Du kannst es aber auch, wenn deine Hüften nicht so sind, einfach wirklich manuell machen und die Daumen hier ranlegen und die Füße manuell öffnen. So if you have a similar body type to mine, your hips might just open and your feet might open like a book. So the outside is like the back of the book resting on the floor and the inside are like your pages opening up towards the sky. If your body's not similar to mine, you can also manually just do that and bring your thumbs on that part and the other fingers around your feet and open the inside of your feet up to the sky and allowing the outside of your feet to rest on the floor. Also man kann das manuell hier wirklich unterstützen. Muss nicht immer so extrem sein wie bei mir. Doesn't have to be as extremely obvious as in my body. It's just however your body does it. Und genau dort, wo du jetzt bist, wo auch immer dein Körper dich hinführt, finde die Aufrichtigkeit in der Wirbelsäule, die Offenheit im Herzen und den Atem. So wherever your body takes you, your body type, and whatever your body allows you today, find your spine, lengthen it, allow it to straighten towards the heavens. Relax your shoulders, open your heart, relax your face, and breathe. Für manche von uns ist schon hier die Wirbelsäule aufzurichten das höchste der Gefühle. Man ist dann schon so ein bisschen verspannt im Kiefer und in den Schultern meistens so. Versuch dich hier zu entspannen, dann weißt du, okay, das langt für mich, hier bin ich richtig. So if you're someone where it's really uncomfortable just to simply lengthen the spine towards the heavens right here, just stay here. Relax your jaw, relax your shoulders, relax your face, and stay here. Breathe into your hips, breathe into your belly, into your lower back, into your spine, wherever you feel tension. Relax. Und wenn du hier gut sitzen kannst, die Wirbelsäule leicht aufrichten kannst, kannst du beginnen wieder aus diesem Herzen mit gerade Wirbelsäule nach vorne zu kommen. So if it's really easy to lengthen your spine and your heart stays open easily, you can start by moving your heart towards the floor while keeping your spine erect. Und du gehst wirklich nur so weit nach vorne, wie die Wirbelsäule noch gerade sein kann und deine Sitzhöcker noch eine Verbindung zur Erde haben. And you go only, you bow down only as far as your sitting bones are still connected to whatever you're sitting on and your spine stays straight with your heart open. Also finde hier deine Grenze. Just find
whatever your boundary is here. Und dann atme. Just keep breathing. Fühl deinen Körper, fühl die Bereiche, die vielleicht unangenehm sind. Keep breathing and notice your body's sensations. Maybe there's tension, then you want to breathe into it. Maybe there's none, then you're totally comfortable with just breathing. Also du bist einfach ganz präsent und spürst, was auch immer es sein mag, bequem oder unbequem. Wenn du Verspannungen spürst, kannst du immer reinatmen, dort Platz schaffen. Genau. Und dann komm langsam nach oben, gently come up with a straight spine. Nochmal aufrecht sitzen bleiben oder vielleicht sitzt du schon aufrecht. Just stay here for a moment. Or maybe you have stayed here already. Und Atem nochmal fließen und spür einfach. Just keep breathing and notice. Notice the changes, the simple, small changes. Und wenn wir hier wirklich in den Übergängen aus einer Haltung in die nächste wirklich immer mal wieder kurz einen Moment innehalten, können wir auch diese ganz kleinen, diese mikromäßigen Veränderungen wahrnehmen. Und die gibt es immer. In den meisten Fällen spüren wir sie noch nicht, weil wir gleich drüber fahren. So. Jetzt darfst du kurz deine Decke unter dein Gesäß raustun und dein Gesäß direkt auf die Erde setzen. So now you want to just pull out that blanket underneath your buttocks. So your sit bones are on the earth. Und du bringst die Füße einfach ein Stückchen vor und just move your feet a little bit further away. Du hast den richtigen Abstand, wenn du hier deine Knöchel greifen kannst und das bequem ist. You have the right distance between your legs and your hips when you simply grab your ankles and it's comfortable. If you're too far away, it's like extending your upper body too much. If you're too close, it's like there's no way to move around your hips. Also du spürst es wirklich, wenn du zu weit weg bist, dann ist es so, ich komme nicht mehr an meine Knöchel. Wenn es zu nah dran ist, hast du nicht so richtig viel Spielraum, um dich zu bewegen. Also guck einfach mal. Und auch hier, nimm dir wirklich die Zeit. Wir haben so oft auch im Yoga aus einer Haltung in die nächste und da. Und das ist im Leben auch immer so. Von dort nach da, da. Und das darf jetzt aufhören. Wir kommen jetzt aus der einen Haltung, wir nehmen uns jetzt die Zeit, die nächste Haltung so bequem für unseren Körper zu machen, dass wir hier wirklich sein können. So, we're taking the time to actually make this position, this posture comfortable instead of just moving from one position to the next position without even having time to breathe and be. Also find hier deine Position, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Man verliert nie was, man verpasst nichts, wenn man atmet. You never miss out on anything. There's no FOMO if you keep breathing. It's never boring if you keep breathing. Und dann beginnen wir im Uhrzeigersinn, um die Hüften zu rotieren. So now we're again rotating around the hips, counting clockwise. Spür deine Sitzhöcke am Boden, entspann den Kiefer und lass den Atem fließen und sei präsent. Und dann kann es nicht langweilig werden. Meistens wird es eh nicht langweilig, wenn man hier die Hüften spürt und manchmal im unteren Rücken oder am Bauch oder irgendwo in den Schultern was spürt. So, it can be boring if you're breathing, and usually it's not breathing in this position. Because usually most of us have some kind of tension hidden somewhere. If not perfect, if there's tension, perfect, just keep breathing and moving and flowing. Also einfach mit dem Atem im Fluss bleiben und deinen Körper genießen. Es ist dein Körper. Es ist dein Körper, egal ob er entspannt ist oder egal ob er verkrampft ist. Es ist dein Körper, der dir hier möglich macht, am Leben teilzuhaben, an dieser verrückten Welt komplett im Umbruch. So enjoy being in this body. It's your vehicle to be part of this crazy life, experience full of change. Und dann kommen wir schon zu unserem Thema, also dem Stern, unter dem diese Stunde heute steht. And now we're coming to the thematic of this class, and it's the caterpillar becoming the butterfly, also von der kleinen Raupe zum Schmetterling werden. Veränderung.
Wir kommen von der alten Zeit immer mehr in die neue Zeit. Eigentlich sind wir schon in der neuen Zeit, aber auf der physischen, auf der Pfannkuchenebene, also das, was wir als Manifest bezeichnen, braucht alles immer ein bisschen länger, um sich zu verändern. So we're moving from the old world order into the new world. You may be noticing that I'm not putting order, because it's not about order anymore. It's about being in the new world, being present, being you. So there's a lot of change happening. We're already actually energetically in the new world, but the physical dimension takes a little bit longer. And some people do have a hard time of letting go of the physical dimension, so the changes just take a little longer. And that's okay. Genau. Also wir kommen von dieser alten Welt in die neue Welt. Wir sind schon mitten im Umbruch. Und gerade sind wir wirklich in dieser Zeitphase, wo wir quasi schon die neue Welt in uns tragen. Wie eine Frau in der Schwangerschaft ein Baby in sich trägt, tragen wir die neue Welt schon in uns. Und wir sind in diesem Zeitrahmen der Schwangerschaft, also 9 oder 10 Monate, je nachdem, wie man es sehen will. Für uns ist es natürlich, weil es ein großer, kollektiver, globaler Prozess ist, ein bisschen länger. Und wir sind in diesem Zeitrahmen der Veränderung, wo etwas Neues wird, das Alte immer mehr wegfällt und dann, wenn das Baby geboren wird, wird nicht nur ein neues Wesen, eine neue Welt hier in unserem Fall geboren, sondern auch wir, die wir das zur Welt bringen, diese neue Welt zur Welt bringen, auch wir werden sozusagen als Eltern dieser neuen Welt geboren. So wie wenn Menschen ein Kind zeugen und das Kind dann langsam entsteht in der Schwangerschaft und dann geboren wird, wird ja nicht nur ein Baby geboren, sondern es werden auch Eltern geboren an dem Tag. Und in dieser Schwangerschaftszeit ist es dieser Umbruch, dieser Wandel, nicht nur dieses Kind entsteht und wächst und gedeiht, sondern auch die Menschen, die dann als Eltern geboren werden am Geburtstag des Kindes, auch die wandeln in dieser Zeit. Die steigen aus den Kinderschuhen immer mehr raus, dürfen Verantwortung wirklich lernen, für sich selbst zu übernehmen, weil ja dann auch Verantwortung für ein anderes kleines Wesen übernommen werden darf. Also es ist ein großer Wandlungsprozess und alle von euch, die Eltern geworden sind in diesem Leben, Mann oder Frau, ist egal. Jeder hat diesen Wandlungsprozess, jeder wird Eltern. Am Geburtstag deines Kindes bist du ein Elternteil geworden. Und das ist wirklich ein Wandlungsprozess, der ist groß. Und das vergessen wir ganz oft. Es ist immer so ein, yay, ein Baby wird geboren. Und es ist so, es wird vergessen, dass auch Eltern geboren werden und dass auch für die ein alter Teil des Lebens, wie sie ihn kannten, komplett aufgehört hat und nie wieder so sein wird. Also bleibt am Atem und lass es einfach mal wirken, während ich dann gleich auf Englisch nochmal wiederhole. Du kannst einfach weiter atmen und dann spüren, wie sich deine Hüften einfach auf der anderen Seite öffnen. Und when we're gonna move into counterclockwise direction, I'm gonna tell the whole story that I just told in German again in the English version. Also verändern wir jetzt gleich die Drehrichtung. So we're just gonna change the direction. Wir kommen mal zurück zur Mitte. We'll come back to the middle. And then simply go counterclockwise. Also zurück zur Mitte und dann gegen den Uhrzeigersinn. Und dann bleibst du beim Atem. Du kannst entweder zuhören oder du kannst einfach die Frequenz auf dich wirken lassen. Oder einfach hier deine Erfahrung mit dem Atem spüren und in die Verspannungen, die du vielleicht spüren magst, reinatmen oder einfach im Flow bleiben. So what I was saying is that we're moving from the old world into the new world. And like parents having a child, we're kind of in the phase of there's a child being born, so the new world is being born through us, the manifest version of the new world, as the energetic version is already developing within us. And like in pregnancy, just 9 or 10 months, however you want to see it, we're in this transition phase of being the old version of us and becoming a new version of us, becoming
parents of the new world. Like any couple that's creating a child, they're becoming more and more grown-ups, so that on the day of the birth, the birthday of their baby, they're also being birthed as parents. And a wonderful friend of mine, Kathy, she's always calling the birthday of her babies the birthing day of herself, which is so true because we're being birthed as parents, and anyone who is a parent has actually experienced that. On the birthday of your baby, you're being born as a parent. The old way of life is never going to be the same. You're going to be somebody else. You're going to be a parent with responsibilities for another life. So you have to be you have to be or not, more grown up within yourself. You're moving out of your childlike states into a more grown up state by becoming a parent. And that's what we're doing right now on the global collective plane. We're birthing the new earth and we are becoming parents of the new earth. So we can actually stop being just children and following orders and doing what our parents or authorities say we have to do. And we can become responsible for our actions, become grown-ups and decide for ourselves. So we can decide for the new earth what's correct and what's not correct by being true und authentic within. Und jetzt noch ein kleiner Nachsatz, dadurch, dass wir jetzt wirklich auch als Eltern sozusagen für die neue Welt geboren werden. Wir fangen wirklich an, diese neue Welt mitzuschaffen, mitzumanifestieren. Und wir können dadurch jetzt gerade in dieser Zeit, gerade die nächsten 1,5 Jahre wird super mit den Mondknoten, aus diesen Anteilen, die bei uns noch in den Kinderschuhen stecken, weil sie traumatisiert worden sind und eingefroren sind, wir können anfangen, die zu heilen, anfangen, erwachsen zu werden, anfangen, wirklich frei für uns selbst zu entscheiden, was für uns authentisch und richtig ist, anstatt auf diese Autoritäten, die sagen, wie man es zu machen und zu tun und zu lassen und zu sein hat, auf die zu hören. Und wir können wirklich auf das hören, was in uns sagt, das ist richtig und das ist nicht richtig, damit wir in der neuen Welt wirklich hier einen Nährboden schaffen, der auf Gemeinsamkeit, auf Miteinander aufbaut, anstatt dem, was wir jetzt wirklich gelernt haben in den letzten 1,5 Jahren, auf diesem Gegeneinander. Wenn wir alle auf die Autoritäten hören, spaltet das und bringt ein Gegeneinander. Wenn du nicht auf dich selbst, auf deine innere Autorität hörst, sondern auf das, was von außen gesagt wird, ist es immer eine Spaltung. So really, you can start to listen within to your inner authority instead of listening to the outer authorities. Find your true inner GPS. And you will see that where you're navigating towards, it's a world of connectedness, of togetherness, of we're in this together, instead of the separation, the fighting, and that has been created by listening to the other authorities in the last about 1,5 or 2 years. Genau. Und dann komm langsam zurück zur Mitte. Gently come back to the middle. Bleibt hier und spürt nach. Stay here and simply notice your body sensations. Lass den Atem nochmal fließen. Keep breathing. Spür diese Schönheit, diese Lebendigkeit deines Körpers. Feel the beauty and the aliveness of your body while breathing. Und dann werd dir bewusst, dass du ein ganz wichtiger Teil bist, der jetzt die neue Welt mit erschafft. And then become aware in this moment that you are a really important part of creating, of manifesting this new world with flow instead of order. Und dann streck die Beine aus, extend your legs forward. Hände nochmal neben die Hüften, hands resting alongside your hips. Wirbelsäule lang, straighten your spine up towards the heavens. Oberschenkel rotieren nach innen, your thighs are rotating inward. Und lächeln. And breathe. And smile. Und dann atmet einfach.
Spür deine Beine, spür deine Wirbelsäule. Notice your legs, notice your spine. Und dann verändern wir wieder die Haltung. And then we're just going to change position again and we're opening up. Birthing. You need to open up when you birth. Also wir öffnen unsere Beine. Wie man auch bei der Geburt ist es wichtig, sich zu öffnen. Deswegen ist die Art, wie wir Geburt gerade betrachten, meistens ziemlich kontraproduktiv. Mit ganz vielen Leuten, die auf einen kommen und ganz viel Licht und sonst irgendwas überhaupt nicht gemütlich. So the way we're birthing these days is usually not very comfortable. A lot of like bright lights and people poking into you. Und das versuchen wir jetzt anders zu machen. So we're gonna create change right here. Du öffnest deine Beine, soweit es dir möglich ist. You just open your legs as far as it's possible for you. Doesn't matter how far it's possible for you. Du streckst sie so gut es dir möglich ist, ohne zu überstrecken. You gently extend them as far as it's possible without overextending the knees. Also die Sohlen bleiben am Boden, so really the soles of your feet stay on the ground. Und dann wieder die Wirbelsäule lang werden lassen. Straighten your spine, open your heart. Das Herz ganz offen, wenn die Wirbelsäule lang ist. Und dann kommst du langsam nach vorne, soweit es dein Körper erlaubt und die Wirbelsäule gerade und das Herz offen bleiben kann. And you just simply bow forward as far as your body allows it. It's important that you stay really open in your heart and your spine stays straight. You don't need to bow down towards something. You wanna be authentic, be upright, with an open heart, while moving, while birthing the new earth. Und das ist wirklich, ich liebe das immer in Yoga-Haltungen, dass die so sinnbildlich immer verwendet werden können. So wie wir hier unsere Beine öffnen und uns wirklich öffnen können, wollen wir trotzdem darauf achten, dass unser Herz offen bleiben kann, dass unsere Wirbelsäule gerade bleiben kann und dass wir aufhören, uns vor irgendwas, was größer, also nicht irgendwas göttlich oder größer oder Universum, sondern etwas, eine Autorität im Außen, was auch immer für dich autoritär ist, weil das Göttliche ist niemals autoritär. Wenn es autoritär ist, dann weißt du, du hast irgendwas verdreht. Aber wir wollen uns natürlich, wenn ich mich vor dem Göttlichen verneige, ist es immer noch mein Herz offen. Aber wenn ich mich vor etwas so verbeuge, in die Knie gehe, irgendwie einducke, einknicke, das wollen wir aufhören, wenn möglich. Oder bemerken, wo wir es tun. Also wenn jemand das machen möchte, bleibst du aufrecht, mit offenem Herzen und gehst so weit, wie es für dich passt. Und nicht bloß, weil jemand sagt, du musst deine Stirn aber am Boden haben, dann wirst du nicht und forcierst deinen Körper, dass es im unteren Rücken zieht und deine Beine überstreckt und irgendwie du dir vielleicht noch was reißt. Sondern du gehst so weit, wie es dein Körper erlaubt, denn dein Körper weiß, wo es hingeht. So really listening to your body is the ultimate navigation, because your body knows how far is correct for you to go, where it's correct for you to go, who it's correct to be with. And you are authentic, true to yourself when you listen to your body. Und das ist wirklich das Schöne. Wir wandern jetzt erstmal, bevor ich weiter erzähle, wandern wir zum rechten Bein nach drüben. Before I'm going to start talking more, we're going to move towards the right leg. Wieder mit dem Herzen. Begin rotating your heart towards the right knee. Also mit dem Herzen, wirklich gerade Wirbelsäule, offenes Herz zum rechten Knie. Your heart stays open and you just rotate to the right leg. Beide Beine bleiben wirklich sanft gestreckt. Both legs stay extended and gently engaged. Und du guckst einfach, wie weit es für dich hier nach vorne geht. Just notice how far your body allows you to sink into this position. With a straight spine. Beide Sitzhöcker bleiben am Boden. Both sitting bones stay connected to the earth. You don't lose your footing with your sit bones. Und wenn du wirklich anfängst, deinem Körper zu vertrauen, das ist nämlich das Schöne, der Körper
ist komplett, ist ein Teil der Erde und er ist verbunden mit dem großen Ganzen, also mit dem, was wir kollektiv oder globale Bewusstsein nennen, weil wir gehören ja alle zusammen. Und die Natur ist immer im Fluss. Und wenn wir anfangen, auf den Körper zu hören, dann kommen wir automatisch in den Fluss des Lebens zurück. Und in der Natur, so wie sich auch die Jahreszeiten wechseln und alles kommt, ist und auch wieder geht und dann wieder neu wird, auch so ist das jetzt einfach nur ein natürlicher Zyklus. Es ist einfach nur ein Bewusstseinswandel, den wir hier von der alten Zeit in die neue Zeit durchleben. Und da ist es dann wirklich wie diese Raupe, die zum Schmetterling wird. Eine Raupe setzt sich nicht hin, so wie wir das tun und sagt, ich will aber eine Raupe bleiben und ich möchte jetzt nicht, was danach kommt und hält fest und geht nicht in ihren Kokon, sondern die Raupe macht einfach, was natürlich für sie ist. Ihr Körper macht einfach, ohne dass sie drüber nachdenkt, verpuppt sich die Raupe und in diesem Kokon, das ist gar nicht so, das ist so ein bisschen was da drin ist, die löst sich komplett auf. Das, was eine Raupe war, wird komplett Mus. Und dann entsteht aus dieser kompletten Auflösung des Alten, entsteht was Neues. Und ich habe bisher noch nicht viele Leute gesehen, die lieber Raupen mögen als Schmetterlinge. Also das, was danach kommt, ist meistens das, was wir schöner finden. Ich habe auch noch keinen Raupenwissenschaftler gefunden, mit dem ich irgendwie in Kontakt war. Es gibt bestimmt auch Raupenwissenschaftler, die, keine Ahnung, vielleicht Raupen toller finden als Schmetterlinge. Die meisten Leute in meinem Feld finden Schmetterlinge ganz toll, deswegen, inklusive ich finde auch den Schmetterling ein bisschen schöner. Ich habe auch nichts gegen Raupen, aber und deswegen ist es, woher wissen wir denn, was danach kommt? Wenn in der Natur doch das, was sich verpuppt, sich auflöst und neu wird, zu einem Schmetterling wird. Warum können wir nicht vertrauen, dass wir uns jetzt einfach verpuppen in diese Phase der wirklich Schwangerschaft gehen, wo wir einfach was Neues werden, wo wir aus Einzelpersonen, die sich nur um sich zu kümmern haben, zu Eltern werden? Warum können wir nicht einfach loslassen, vertrauen, dass es schon richtig ist, wie es ist? Warum müssen wir an dem, was gewesen ist oder an dem, wie wir denken, wie es zu sein hat, festhalten, anstatt einfach zu vertrauen und einfach mitzugehen? Wechsel langsam die Seite, gently change the position and move towards the left leg. Hände wieder rechts und links, beide Sitzhöcker geerdet. Keep your sit bones grounded and move your heart towards the left knee. Wirklich, das Herz bleibt offen, your heart stays open. Beide Beine schön sanft aktiviert, both legs gently engaged. You just changed positions. So why is it so hard for us to let go of the status quo and simply listen to our bodies? Like the caterpillar does not have thoughts about it's not okay to like go and like become mush and like totally decompose and become a butterfly. The caterpillar doesn't even think about it. It just does what it does and starts to, I don't know the English what it's called, but in German it's cocon. So it starts to like move into this like little hull, and then within that hull it totally decomposes. There's nothing left of the caterpillar. And the caterpillar does not question that process. It simply goes through it. And on the other side, it comes out as a beautiful butterfly. And most of us, at least the people that I know, actually prefer the butterfly to the caterpillar, just beauty-wise. So maybe it's time for us to stop holding on to what we know, stop holding on to the old, stop holding on to the status quo, and trust that life will bring something about that's more beautiful, like the caterpillar changing into the butterfly. Also lass den Atem fließen, so just keep breathing. Und vielleicht, wenn wir jetzt zur Mitte kommen, kannst du dir erlauben, zu spüren, wo dein Raupenzustand sich hinentwickelt, was für ein Schmetterling du bist. And maybe if we're moving into the middle position now, into the middle, in between our legs, maybe you can allow to get a glimpse of what your caterpillar
is changing into? What kind of butterfly are you becoming? Und dann kommt langsam zur Mitte, gently move into the middle. Allow your body to sink as deep as it's comfortable. Wirklich nur so weit nach vorne sinken, wie es für dich bequem ist. Manchmal ist es jetzt, weil wir hier die Hüften schön geöffnet haben in beide Richtungen, ein bisschen tiefer als vorher und die Wirbelsäule bleibt trotzdem gerade. Sometimes it's a little bit easier to just simply bow forward because we're opening the hips by moving towards the right and the left leg. Allow your body to really tell you how far is comfortable, healthy and correct for you. Und dein Körper, wenn du einfach auf den hörst, dann bringt er dich genau in die Position, genau an die Stelle, wo es für dich richtig ist. Lass die Beine noch mal ein bisschen aktiver werden, lass den Atem fließen. Gently engage both thighs again and keep your breath flowing freely. Und mit dem Atem erlaube es dir jetzt hier empfänglich zu werden, dich zu öffnen und vielleicht merkst du, was für dich nachfolgt in der neuen Zeit. By allowing your breath to flow freely, simply being present in this moment, by being still, aware, maybe you get a glimpse of what's to come for you. You might have a vision, you might hear or feel something. Maybe there's nothing, maybe it's just peaceful, maybe you're just present and aware. Also mit dem Atem, wenn du hier wirklich einfach präsent im gegenwärtigen Augenblick bist, hat fast was Meditatives, diese Präsenz im gegenwärtigen Augenblick. Vielleicht bekommst du eine Eingabe, ein Bild, ein Gefühl. Vielleicht hörst du was. Vielleicht kommt auch gar nichts. Denn für manche von uns ist es auch die Aufgabe in der neuen Zeit, einfach zu sein. Langsam nach oben. Take your time and come up with a straight spine. Und dann bleibt wieder diesen Augenblick und sei dir gewahr dessen, was ist. Rest for a moment and simply notice what is. Notice your body's sensation. Keep breathing. Lass den Atem wirklich fließen. Wenn du soweit bist, öffne deine Augen, falls du sie geschlossen hast. When you're ready, open your eyes in case you've closed them. Und dann beginnen wir noch eine Haltung. And we're going to change into another position. Und mach das wirklich ganz bewusst und langsam. Das war eine sehr intensive Haltung. And take your time to come out of this intensity into a new position. Times of change, also diese Veränderungsmomente, wenn wir die bewusst nehmen, lernen wir auch, wie wir jetzt diese Veränderung bewusst, freudvoll und ohne Stress nehmen. So we can really change in a peaceful and joyful manner. Ich nehme die Hände hier unterhalb, also oberhalb der Kniekehlen. Take my hands right under my thighs und dann drehe ich die Füße nach vorne and then I'm just straightening out my legs. Hände nochmal neben die Hüften, gently rest your hands alongside your hips. Streck die Beine nochmal aus, extend your legs, extend your spine. Die Wirbelsäule richtet sich auf und du spürst einfach nochmal nach. Diese Haltung heißt Dandasana, die Stabhaltung. Simply notice your body in this posture, Dandasana, the staff posture. Und dann brauchen wir ein paar mehr Hilfsmittel. And we're just going to take advantage of all the
other props that you might have or not have. Manche von euch haben ein Polster. If you have a bolster, perfect, take that. Wenn du Polster hast, perfekt, dann kannst du das gleich nehmen. Wenn du keins hast, if you don't have a bolster, kann man auch mit einer Decke das Ganze machen. You can just take a blanket and roll it and take that instead of the bolster. Also man kann auch die Rolle einfach so rollen und anstatt des Polsters hernehmen. Funktioniert genauso, ist ein bisschen tiefer, aber einfach alles das nehmen, was man hat. Wenn man Polster hat, schön. Wenn nicht, nehmen wir das, was wir zur Verfügung haben. Wir machen das Beste draus aus dem, was wir haben. We always make the best out of whatever we have. If we have a bolster, perfect. If we don't, we just take a blanket. Du kannst Blöcke nehmen. You can take your blocks if you want to. Und dann, wenn du eine Decke hast, if you have taken a blanket and rolled it up instead of your bolster, you don't need that blanket underneath your buttocks. Also wenn du hier ein Polster hast, ist es gut, eine Decke davor zu legen, dass die Steigung im unteren Rücken nicht so steil ist. Wenn du die Decke anstatt des Polsters hast, brauchst du keine Decke unter dem Gesäß mehr. Dann ist die Steigung eh nicht so hoch. Wir wollen aber wirklich den unteren Rücken schützen, so the lower back needs to be safe here. So if I take a bolster, I'm always taking a blanket underneath my buttocks. Und jetzt Fußsohlen zusammen, Knie auseinander, hier wieder Blöcke. So, feet of your soles together, allow your knees to fall apart, and you can bring blocks, blankets, whatever you want to, underneath your thighs, so your hips can relax. Und wenn wir hier wieder die Hüften einfach in der Luft lassen, wenn du nicht so Hüften haben solltest, die wie meine einfach flop machen, und dann verspannen hier wieder die Leisten so. Also. Und dann legst du dich zurück, then you just simply lay back. Genau. Die Wirbelsäule ist unterstützt von dem Polster oder der Decke. Your spine is simply supported by the bolster or the blanket underneath it. Dein Kopf liegt ganz entspannt ab. Du kannst auch noch mal gucken, manche von uns haben Probleme hier im Nackenbereich. Wenn du jemand bist, der den Nacken, der nicht so eine sanfte Kurve im Nacken hat, dann kannst du dir hier ein Gästehandtuch rollen oder vielleicht auch eine kleine Decke oder was weiß ich auch immer, den Ärmel von deinem Pulli nehmen und hier unten drunter legen, dass du diese sanfte Rundung hast. We have a normal curvature in our neck, and some of us don't have that. They have like an overextended neck. If you have an overextended neck and it's like kind of totally like resting against a bolster or the blanket, and there's like a pressure there, you simply want to roll a tiny blanket. There's like these tiny blankets for guests, and you roll it up or you roll the sleeve of your sweater and put it underneath so you have that tiny curvature in your neck and your head can relax. So a natural position is a curvature in your neck and the back of your head relaxed into whatever you have chosen as a support. Also wirklich der Hinterkopf liegt hier ganz sanft auf. Du hast diese sanfte Rundung im Nacken. Dann ist da kein Druck drin. Und dann ist hier wirklich alles offen. Dein Herz ist offen. Dein Becken ist offen. Genau. Die Haltung heißt Supta Baddha Konasana, die Haltung der Göttin. Und es ist wirklich eine Haltung, in der alle wichtigen Aspekte, also so große Bereiche, die wir öffnen können, hier das Becken, das Herz und wirklich auch den Geist offen sind. This posture is called Supta Baddha Konasana or Goddess Pose, and it's a posture that opens up our lower belly, our hips, the heart area, and also the mind. Verbinde dich hier wieder mit dem Atem. Lass den Körper immer mehr entspannen. Allow to deepen your connection to your breathing and your body. And relax deeper and deeper into this posture, to this opening. To this acceptance and receptiveness. Und
Und hier ist es wirklich eine Haltung, in der wir uns so tief entspannen können und vielleicht auch mal dieses Gefühl von Vertrauen ins Leben, in unseren Körper, in diese Veränderung, die wir gerade alle durchleben, wirklich dieses Vertrauen zu gewinnen, falls wir es noch nicht haben und uns einfach nur tiefer hineinsinken lassen. This posture is beautiful because it brings about relaxation on all levels, physical, the emotional, and the mental. And so we can begin to deepen our trust or to learn to trust into our body's wisdom, to the flow of life, and into the change, and that it's changing for the better, the change that we're all undergoing right now. And simply trust in life and our bodies. Also erlaube es dir hier wirklich mit dem Atem immer tiefer ins Vertrauen zu sinken. Das Vertrauen, dass das Leben dich hält und die Veränderung, die kommt, mehr Schönheit, mehr Freude, mehr Offenheit, mehr Lebendigkeit bringt. Und du anstatt wie eine kleine Raupe auf dem Baum entlang laufen musst, um Fressen zu finden, du plötzlich Flügel bekommst und abheben kannst und die Welt erkunden. Hinfliegen, wo du möchtest, frei bist, zu sein, wer du bist, dort Platz zu nehmen, wo es sich für dich gut anfühlt und dort abzuheben, wo es sich nicht gut anfühlt. Take your breath and sink deeper into trust. Trusting life, trusting your body, trusting this change from caterpillar to butterfly. So instead of moving, simply pinned down on a tree or maybe the floor, like the greenery out there, and moving slowly from twig to find something to eat, and changing into something that's free. So you can open your wings and fly into the world, encounter the world, meet who feels great to meet, and fly away if something doesn't. And simply be free to be yourself. And meet other butterflies with different colored wings. Dance on the flowers, on the meadows, in the forest, wherever you meet them. Und wenn sich das gut anfühlt für dich, wirklich deine Flügel als Schmetterling zu entfalten und einfach hinauszugehen, hinauszufliegen in die Welt, als wer auch immer du bist. Und dann den Schmetterlingen zu begegnen, den anderen, ganz individuellen. Jeder hat andere farbige Flügel, andersfarbige Flügel. Und andere kleine Fühler. Bei manchen sind sie ein bisschen haarig, bei anderen haben sie vielleicht Gold- oder Silberflocken drauf. Und dann kannst du mit den Schmetterlingen, die dir gefallen, auf die Wiese hinausgehen, auf den Blumen tanzen oder in den Wald oder in die Berge, in die Täler, wo auch immer es dir gefällt. Und wenn es noch irgendwas geben sollte, irgendwelche Ängste, irgendwelche Gedanken oder Glaubensmuster, die dich gefangen halten, im Misstrauen, im Zwanghaften oder in der alten Welt, dann erlaube es
all dem mit dem Atem wirklich aus deinem Körper, aus all deinen Körpern, deinem emotionalen und deinem mentalen Körper wirklich hinaus zu fließen. Wirklich wie die kleine Raupe, die sich verpuppt und dann wirklich alles zu Mus wird. Wirklich, dass es alles zu Mus wird. Alle alten Glaubenssätze, alles das, was du denkst, was du tun und leisten musst und wie es zu sein hat in deinem Kopf. Einfach Mus werden lassen, umrühren und dann schauen, was daraus entstehen kann. Mit dem Atem, lass es fließen, lass es einfach geschehen. Du musst nicht wissen, wo es hingeht. Du musst nicht wissen, ob du ein Schmetterling oder ein Säbelzahntiger oder ein Wolf oder ein Pferd oder was auch immer, ein Baum wirst. Du wirst sehen über die Erfahrung, wer du wirklich bist. So if there's anything that's holding on to the old world order, any fears, any thoughts, any beliefs, just allow them to get all mushed up with the caterpillar and become something new. Become a new way of thinking about the world. Become a new way of feeling about the world. And become a new way of being in the world. Whatever that might look like for you. You might be a butterfly, a wolf, a saber-toothed tiger, a horsey, a piggy, or a cat. Maybe you're more resonant with trees or flowers. It doesn't matter. You don't have to know. Just allow the change to happen and allow yourself to become. Allow yourself to become whoever you are meant to be. And you are going to be the perfect parent to this new world. Und wenn du dir wirklich hier erlaubst, ins Vertrauen zu sinken und einfach der Wandlung erlaubst stattzufinden und du dir erlaubst, dass du einfach zu dem wirst, was dir entspricht zu sein, dann wirst du wirklich zu jemandem, der diese neue Welt miterschafft. Du wirst zu Eltern der neuen Welt, zu guten, zu perfekten, zu einem guten und perfekten Elternteil der neuen Welt. Und dann lösen wir langsam die Haltung auf und we're going to change position again. Lass dir Zeit, take your time for this change. Die Zeit, von einer Position in die nächste zu kommen, nimm die Hände an die Außenseiten der Oberschenkel. Bring the hands to the outside of your thighs. That happens when you try to speak German and English at the same time. Bring die Knie einfach zusammen. Bring your knees to meet each other. Like you want to meet the people that are moving with you into the new earth. Deine Knie berühren sich, wie all die Menschen sich begegnen werden, die mit dir jetzt in die neue Zeit wandern. Erlaube es, den unteren Rücken loszulassen, weil du aus dem Müssen, aus dem Sollen, aus dem So hat es zu sein rauskommst, wirklich in dieses, was möchte fließen, was möchte geschehen, was möchte getan werden. Allow your lower back to relax. Out of, this has to be this way, I have to do this, we have to do that, into the flow of this wants to happen without effort,
without resistance. Und dann dreht euch langsam nach rechts zur Seite, mach ein Kissen mit den Händen, legt die Wange drauf und spürt nach. Roll to the right side. Bring your knees a little bit closer towards your chest. Make a cushion with your hands and lay your cheek on top of that cushion. And just rest for a moment and breathe. Spür einfach nach. Dann drückt die linke Hand in den Boden, press the left hand into the floor, lift up und dann wirklich nach oben, hebt den Oberkörper nach oben. Wir kommen jetzt noch einmal in eine Meditationshaltung, bevor wir dann in die Endentspannung kommen. Before we're moving into Shavasana, we're gonna find a seated position for meditation. Ihr dürft euch jetzt was unters Gesäß legen. Ich nehme wieder eine Decke. You can bring something underneath your buttocks to have your seat elevated, to have a more comfortable position for meditation. Just give me a moment to turn off the music. Ich schalte mal kurz die Musik aus, während ihr vielleicht euch schon hinsetzt auf eine Decke oder ein Polster oder auf einen Stuhl, was auch immer sich gut anfühlt. Genau. Dann findest du hier deinen Sitz. Gekreuzten Beinen. Find a seat. Your legs crossed. Du kannst die Füße so hinlegen, wie es sich für dich richtig anfühlt. Jeder hat immer so seine eigenen Positionen, in denen er angenehm sitzt. Du kannst entweder die Knöchel unter die Schienbeine legen. Du kannst einen Fuß hier unter den anderen reinstecken und so einen fast halben Lotus machen. Du kannst doch einfach die Knöchel voreinander legen. Oder finde den Sitz mit gekreuzten Beinen oder auf einem Stuhl, der sich für dich jetzt passend anfühlt. Simply find a seat that's comfortable for you. You can either bring your ankles underneath your shin bones, or you can move one foot into between thigh and lower leg. Find just whatever seat feels comfortable for you, so you can sit here just for a moment. Deine Hände auf die Oberschenkel, die Handflächen nach oben öffnen. Rest your hands on top of your thighs and open up the palms of your hands towards the heaven. Und hier wieder das gleiche Prinzip wie vorher, wie wir das im Stehen gemacht haben am Anfang der Stunde, als wir unsere Intentionslinie, wirklich unsere Körpermitte ausgerichtet haben. Diese Energielinie, die durch unsere Körpermitte fließt. And we're going to do the same thing as we've done in the beginning of the class, when we aligned our Hara line. Wir finden wieder die Erdung nach unten aus dem Becken. Wir finden die Öffnung im Herzen, die Verbindung nach oben zum Himmel und spüren dann, wie unsere Wirbelsäule wirklich sozusagen ein Sinnbild wie eine Antenne ist, die uns mit beiden verbindet, mit Erde und Himmel. Und wir hier einfach in unserem einzigartigen Wesen wirklich ein Ausdruck aus Verbindung zwischen Himmel und Erde sind. So we're going to do the same thing. We're going to ground down out of our lower belly, out of the middle, out of our into the earth. We're going to connect up from our hearts towards the heavens, and from that connection to the earth and the sky, we're going to find our uniqueness, our unique expression of what it means to be soul incarnated into a body on this plane. Und dann schließ die Augen, close your eyes. Entspannt den Kiefer, entspannt das Gesicht, entspannt die Schultern. Stell dir vor, dass du eine Lehne hast, die hinter dir ist, damit die Wirbelsäule sich wirklich anlehnen kann. Die findet ihre natürliche Aufrichtung dort. Und ist wie getragen. Relax your jaw, relax your face and shoulders. And you can imagine the back of a chair resting behind your back, so your back can rest against the back of the chair.
Und dann gibst du dir ein paar Augenblicke Zeit, um wirklich anzukommen, nochmal zu spüren, was den Boden berührt, dass die Wirbelsäule ganz sanft aufgerichtet ist und der Körper entspannt ist. Du beobachtest deinen Atem, wie er kommt und geht. And then you take a few moments and notice what parts of your body are connecting to the earth. You notice your spine straightening, moving towards the heavens. And you notice your breaths coming in and out on the tip of your nose. Und erlaube es dir hier wirklich, während du alles durchfließen lässt und nicht mehr den Atem beeinflusst. Erlaube es, all dem, was alt ist, einfach sich zu verändern, sodass Platz geschaffen werden kann. Das, was kommen möchte. And then allow in this space of opening for anything that is old to fall away, to create space for all that is new and wants to come in. It may be on the mental plane, on the emotional level, or in your physical body. Allow the process and trust the process. Trust life, trust your body, so you can enjoy and relax into your journey. Du kannst weiter beobachten, wie Dinge vielleicht wegfallen wollen. Kann auf dem intellektuellen Level sein, in deiner Gefühlswelt oder auch auf der physischen Ebene. Erlaub all dem, was alt ist, zu gehen. Und vertraue in deinen Körper, dass er weiß, was er tut. Vertraue dem Leben, vertraue der Veränderung. Denn wenn du beginnst zu vertrauen, hörst du auf, dir so viele Gedanken zu machen und festhalten zu wollen an dem, wie du denkst, wie es zu sein hat. Und wenn du aufhörst, festzuhalten an dem, wie du denkst, dass es zu sein hat, kannst du beginnen, deine Lebensreise wirklich zu genießen. If you allow anything to fall away that you think has to be a certain way, you can relax into this journey of your life experience and become the most perfect version of yourself. Not by proving or improving anything, not by doing anything, but by being who
you really are. Und je mehr du wirklich jetzt lernst, den Ego-Verstand und seine Art und Weise, den Status quo festzuhalten und wie du denkst, wie das Leben, deine Erfahrung, deine Umwelt, die Mitmenschen zu sein haben, loslässt, desto mehr sinkst du hinein in das, was wahrhaftiger Selbstwert ist. Nämlich einfach zu sein, wer du bist, in deiner Einzigartigkeit, mit der Schönheit, die nur du bringst. Und dafür gibt es nichts, was du tun oder lassen müsstest. Es gilt einfach nur zu sein, wer du bist und wer kein anderer sein kann. Nimm die Hände vom Herzen zusammen. Bring the hands in front of your heart. Neig die Stirn Richtung Fingerspitzen. Gently bow your head towards your heart. Und erlaube es wirklich, all deinen Gedanken nicht mehr der alten Welt zu folgen, sondern deinem Herzen, deinem Sein, deinem Wesen Ausdruck zu verleihen. And while you're bowing your head towards your heart, allow those thoughts and beliefs that are still connected to the old world order to fall away. And allow your thoughts to reflect your being, your beingness, your perfection, your beauty. Und dann nehmt dieses Gefühl mit und lasst euch Zeit, wirklich ganz langsam in die Endentspannung zu sinken. And then take your time, take this feeling and move into Shavasana, the dead man's pose. Du kannst dir was unter die Kniekehlen legen, du kannst dich zudecken, Socken anziehen, Pulli anziehen. Just simply find something so you can relax into this position. You can roll a blanket and put it underneath the back of your knees. Extend your legs, extend your hands alongside the body and lay to rest. You can take a blanket, put it on top of you so you don't get cold. You can pull on socks or a sweater. Mach wirklich alles das. Mach die Position, sodass sie für dich wirklich bequem ist. Dass du loslassen kannst jetzt. Dass du wirklich die Raupe sein kannst, die sich jetzt verpuppt. Loslässt. Geschehen lässt, um dann als Schmetterling wieder aufzuerstehen. And allow yourself to find a position so you can completely relax into Shavasana and allow the process of letting go, unfolding, and becoming anew to happen. So you can move from being a caterpillar into becoming the butterfly. Schließ die Augen, löst die Zunge vom Gaumen, entspann die Kieferknochen, die Schultern, die Hüften und lass den Körper in die Entspannung sinken. Der Atem fließt einfach frei und natürlich und du lässt los. Close your eyes if you haven't already closed them. Relax your jaw and your face. Release the shoulders and the hips and allow the rest of your body to sink deeper and deeper into relaxation. Your breath is flowing freely
You are being breathed. Lass immer mehr los und sink tiefer. Tiefer ins Vertrauen. Tiefer ins Vertrauen, dass diese Veränderung dir nur Gutes und Schönes und Passendes bringt. And keep moving deeper into this relaxing. This relaxation, to this trusting, to this trust, whatever change is happening, it's bringing about something that's good, perfect for you, and more beautiful than it ever was. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Nimm dann langsam
ganz, ganz langsam tiefer zu atmen. Und Stück für Stück mit immer tiefer werdenden Atemzügen in diesen deinen so einzigartigen und wunderschönen Körper zurückzukehren. Gently, slowly begin to breathe deeper. And with each breath that becomes deeper, come back into this beautiful body of yours. And when you have arrived, begin to move. Wiggle your fingers and toes and stretch. Wenn du wirklich dann angekommen bist, kannst du beginnen, Finger und die Zehen zu spreizen, dich zu recken und zu strecken, die Bewegungen zu machen, die du brauchst. Und dann dreh dich nach rechts zur Seite, mach ein Kissen mit den Händen und spür nach. Then roll on to your right side, make a cushion with your hands and lay the cheek on top and rest for a moment. Spür nach. Spür die Ruhe, den Frieden in dir. Genau das ist Yoga, der Zustand, in dem alles gut ist, wie es ist. In dem du genau richtig bist, so wie du jetzt bist und in dem alles möglich ist. Notice the peace, the peacefulness within. This is yoga, the state where you are missing nothing, where you are perfect the way you are right now, where everything becomes possible. Dann komm langsam nach oben zum Sitzen, drück die linke Hand in den Boden, dann kannst du den Oberkörper aufheben. When you put the left hand into the floor and push into the floor, you can lift up your upper body and then come and find a seated position again. Comfortable for you. Setzt euch einfach bequem, sodass es für euch bequem ist. Und ich habe noch eine kleine Sache, die ich mit euch teilen möchte, sozusagen am Ende der Stunde erstmal. Danke, dass es mich gibt. I have just a few more things that I want to share with you. So the first thing is thank you that you have been here. Und wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo wir als Kollektiv, also als Menschenfamilie, weitergegangen sind. Unsere Bestimmungsqualität, also die Bestimmungen, die wir grundsätzlich gehen als Menschenfamilie, hat sich gerade jetzt am 18.01. verändert. Und das passt jetzt zum Human Design neuen Jahr. Das ist gerade wirklich wie so, als ob so mehrere Tore aufgegangen sind. Und es ist jetzt wirklich eine andere Zeit. Wir haben davor so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen auf das, was ab 2027 eine Hintergrundqualität sein wird. Und es ist nämlich wirklich geschäftig um sein Überleben kämpfen. Oder irgendwie nutzen, dass man sagt, okay, lauter verrückte, kopflose Hühner, ich bleibe mal präsent im Moment und mache mein Ding. Kann man entweder so machen. Und wenn du präsent gewesen bist und dein Ding gemacht hast, dann wirst du sehen, dann öffnen sich ganz oft die Vorhänge zur Anderswelt. Und dann sind dir vielleicht Sachen passiert, die du vorher nicht so wahrgenommen hast. Und das war so das, was wir jetzt so in letzter Zeit ein bisschen auskosten durften. Jetzt gehen wir in eine Zeit, wo es darum geht, wirklich das, was wir sind, zu verkörpern. Unseren Selbstwert darin zu spüren, dass wir sind, wer wir sind, nicht durch das, was wir tun, nicht durch das, was wir haben, sondern das, was wir sind. Und das, was wir tun und das, was wir haben, ergibt sich automatisch dadurch. Aber der Wert ergibt sich aus dem, dass wir einfach authentisch, einfach dem treu sind, wer wir wirklich sind. Und das ist etwas, was wir jetzt in den nächsten 1,5 Jahren lernen dürfen. Es geht nicht mehr ums Ego, es geht nicht mehr darum, sich zu beweisen und ich muss noch höher, schneller, weiter, besser werden und noch mehr haben oder was auch immer. Sondern es geht darum, zu sein, wer ich bin, loszulassen. Die Schattenkinder kommen jetzt auch, alles, was an Schattenkindern noch da ist, kommt jetzt zutage, sodass wir sie umarmen können, integrieren, erwachsen werden und wirklich Eltern für die neue Zeit werden können. Und das können wir nur, wenn wir sind, wer wir sind. Also, das gebe ich euch einfach noch mit. Jetzt erzähle ich das Ganze noch auf Englisch. So we have been on a road
of the global or collective purpose of the human family, of humankind. And we've had this glimpse of what's to come in 2027. It's this like busyness and like trying to like fight for your survival and stuff like that. Either that, or you have been really present with who you really are, really present and like anchored in the now. And maybe you have noticed to perceive things that you have never been able to perceive before. So it's like these, you always have two extremes. You can either be totally busy and like lost and like headless, mindless doing, just trying to survive, or you can be present, trust that your survival is somehow gonna happen, and you are. And that opens up everything. And that's the time quality, like the background frequency that we're gonna have coming up from 2027 on. But now for the next couple of years, like 1.5 years, about that time frame, we're going to move into a time where it's all about being who we are and embodying who we are. It's not about trying to prove yourself. It's not about what we do. We're not human doings, we're human beings. And that's what we're going to embody. To be a human being and letting go of the human doing part. And sometimes for that to happen, all the shadow children, all the parts that are traumatized and frozen might come up. Scorpio rising its tail, maybe stinging you if there's something frozen. But that's only here for you to embrace that shadow child so you can actually become more authentic and true to yourself and embody who you really are. And that's what we're heading into. And it's perfect because that just happened like a couple days ago on the 18th of January. And now today we have the Rave New Year. So a happy new solar return, like happy new year. The next cycle around the sun for us as a collective. So have fun and thank you for your presence. Also vielen Dank, dass ihr alle da wart. Heute fängt das neue Sonnenjahr im Human Design an und vielleicht merkt der eine oder andere schon und wirklich mit diesem Mondknotenwechsel ist wirklich ganz, ganz viel neu. Und wir sind in der neuen Zeit und wir sind gerade dabei, die neue Zeit ist in uns energetisch schon gesetzt und wir sind gerade dabei, wirklich gute Eltern für die neue Zeit auf der physischen Ebene zu werden. Also dass das, was sich auf der physischen Ebene manifestiert, ein ganz gesundes, tolles, neues Welterleben wird. So we're about to become parents of the new world and we're in this process of that new world already being within us, like being created within us, and then we're doing our parts, our individual parts, and then we're creating and birthing the new world. So, vielen Dank, ihr Lieben. Thank you for being here.